Der war unser 5. Kind, haben meine Eltern immer gesagt, weil er wirklich so ein Vertrauen in diesen Hengst hatten. Und das war auch nicht schwer, wenn man dem ins Auge guckte, dann hatte man so große, braune Kulleraugen. Da war nur Gutes zu sehen und eben so viel Ausdruck, dass man sofort merkte, man hat es mit einem ganz schlauen, sensiblen Pferd zu tun. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo Ina zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lynn. Und jetzt ist zack, Frühling draußen. Genau, der Frühling ist da, die Frühlingsgefühle bei einigen unserer Vierbeiner sicherlich auch. Die nicht gerade wegen Corona husten. Oh mein. Genau. Ja, wir sprechen heute über einen ganz besonderen Hengst. Wir haben diesmal das erste Mal mit 3 Leuten gesprochen zu diesem Hengst. Und ja, es geht auch um eine neue Zucht, ein ganz neues Zuchtgebiet für uns. Genau, die Frage ist, Lynn, magst du eigentlich Trakehner? Ich liebe Trakehner. Meine erste eigene Stute war eine Trakehner-Stute, die war wirklich sowas von zäh und gleichzeitig aber total lieb. Ja, bei uns im Stall stand mal ein Pferd, der war 32, Trakehner Wallach, bis zum letzten Tag geritten und dann letztlich an der Kolik gestorben. Auch so ein super zähes Pferd. Also mein Herz geht auf bei Trakehner. Oh, ich gestehe, meins auch. Ich liebe sie. Ich finde sie unglaublich. Sie sind ein bisschen kompliziert, sagt man ihnen nach. Aber ich glaube, auch wenn man ihr Herz erobert hat, dann hat man es auch. Ich weiß, früher bei uns, wir hatten 2 Trakehner im Stall. Und der eine, der konnte rauchen. Wenn du die Zigarette so reingesteckt hast, dann kam der Rauch durch die Nuss, dann darf man ja gar nicht sagen. Eine Zuschrift von Peter gleich kriegen. Das ist verjährt. Ich erinnere mich sogar an seinen Namen, der hieß Karat und war ein Schimmel. Und dann hatten wir den anderen und der war auch, also wenn der Schmied kam, an einigen Tagen gar kein Problem, ja, kein Thema. Und manchmal aber an anderen Tagen, dann ging es halt nicht. Und dann ging es nur wirklich mit Ablegen im Sand und Tierarzt kommen lassen, um die Hufe auszuschneiden. Oh, was für ein Stress. Ja, ich glaube trotzdem, dass Trakehner besser sind als ihr Ruf. Und ich freue mich wahnsinnig über unseren Hengst. Es geht um Caprimond. Ja. Ich glaube, kein anderer Trakehner hat die Zucht so geprägt in den letzten Jahren. Und die Gespräche waren auch spannend. Wir haben mit Vater und Tochter gesprochen. Genau. Ja, wir waren auf dem Klosterhof Medingen und haben mit Burkhard Wahler gesprochen. Und davor haben wir auch noch seine Tochter Theresa besucht, die ja auch Caprimond geritten hat. Genau. Und ich hatte dann noch mit Dolf Keller gesprochen, der den, glaube ich, 7-jährig schon in großen Prüfungen vorgestellt hat. Und ja. 3 Interviewpartner. Ich würde sagen, wir hören rein. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Und das weiß ich schon noch, dass irgendwie immer, wenn er ihn trainierte, dass Papi dann auch mal in der Halle stand und nicht selbst auf dem Pferd saß und zuschaute oder ich bei Dolf vorne mal auf den Sattel durfte, hinterher eine Runde Schritt reiten und irgendwie so hat man schon gemerkt, dass dieses Pferd auf dem Hof schon einen besonderen Status hat und ich glaube, das hat man auch als Kind relativ früh gespürt. Und es hieß aber nicht irgendwie weg von den Hengsten, die sind gefährlich, sondern ihr durftet auch in den Stall. Genau, das waren damals Außenboxen, die auch relativ hoch waren, sodass man jetzt nicht irgendwie da groß mit kuscheln konnte im Alltag, aber eben Berührungsängste gab es nie, weil die eben zum Alltag dazugehörten. So. Und eben, wie ich gerade sagte, Dolf nahm uns auch mal vorne auf den Sattel, so wurde uns gar nicht irgendwie beigebracht, dass ein Hengst jetzt was ganz anderes ist, sondern ein Hengst ist auch nur ein Pferd, so nach dem Motto. Ja. Er war ja ein Brauner und hatte diese kleine Sichel vorne als Blässe. Wahrscheinlich daher auch der Name. Hat dein Vater dir mal erzählt, wie er zu seinem Namen kam? Nee, gute Frage. Haben wir gar nicht so drüber gesprochen, weil es irgendwie auch offensichtlich war mit diesem Mond und die Mutter hieß ja Capri und dann war das, glaube ich, passte dann, ja. Ganz schnell entschieden, aber müsste ich ihn mal fragen. Er war, glaube ich, 1,68, wirkte unterm Reiter wie 2 Meter. Ja, wenn er sich Hals. Genau. viel davon, genau. Ja. Erinnerst du dich das erste Mal, als du auf ihm gesessen hast?
Ja, das war auch so eine Schnapsidee von meinem Vater. Da rieselte der erste Schnee im November und ich war 5. Und da meinte er, wir haben noch gar keine Weihnachtskarte, wir brauchen jetzt irgendein Foto. Und dann wurde Caprimond mit Kandare und Dressursattel in den Garten geführt. Dann haben wir erstmal geguckt mit dem Bügeln, wie das alles geht. Und dann meinte der Theresa, zieh dir eine Reithose an. Und ich wusste gar nicht, was jetzt so richtig auf mich zukommt. Und dann sollte ich mich auf Caprimond setzen. Dann dachte ich, ja, super, so ein Standbild und ich auf einen großen Hengst und natürlich stolz geschwollene Brust. Da haben wir da irgendwie rumhantiert, weil die Bügel gar nicht so kurz gingen und überschlägt man die jetzt oder schneiden wir sie einfach ganz raus und so weiter. Und dann kam auch Dolf um die Ecke und meinte, Mensch, mein schöner Hengst, das will ich mir doch angucken, wenn ihr hier ein Foto macht. Naja, und Dolf und Papi, die hatten immer so eine witzig freundschaftliche Art miteinander und ich glaube, so hat sich das dann ein bisschen hochgeschaukelt, dass sie auf die Idee kamen, Standbild kann ja jeder, der Hengst piaffiert doch so toll. Weil mit kaum 6, da hat man ja Händchen, die sind noch winzig und überhaupt diese Kandare zu halten, hat mich schon völlig fertig gemacht, weil ich da immer saß, noch nie mit 4 Zügeln geritten und das versuchte alles zu koordinieren und dann... Na, auch die Körperspannung, ne? Braucht ja, genau. Doch so ein bisschen. Dann stand Dolf da und schnalzte und Papi raschelte irgendwie noch ein bisschen, dass die Öhrchen vorgingen und dann fing er an zu piaffieren und ich saß nur drauf und alle riefen, jetzt musst du in die Kamera gucken und ich wusste gar nicht, was hier gerade eigentlich passiert und genau, das war mein erster Versuch mit Caprimond. Also auch schon da müssen die beiden ja ein irre Vertrauen in diesen Hengst gehabt haben. Ja, ich erinnere mich an diese Familienfotos. Genau, da gab es, glaube ich, auch Bilder, alle 4 Geschwister, aufgereiht. Ja, oder dann auch die berühmte Hengstschau, glaube ich. Da hast du ihn präsentiert. Erinnerst du dich an den Tag? Da warst du 11? Genau, 11 und ich glaube, am Anfang des Jahres haben wir das bei uns zu Hause gemacht. Da war aber eher so... Theresa, wir machen heute halt Training nur mit weißer Hose. Da habe ich das gar nicht so verstanden. Und dann im Herbst war es aber in Neumünster der Galaabend, anlässlich der Trakener Hengstkörung. Und da war richtig viel Publikum und diese fremde Halle und diese Beleuchtung und alles. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist jetzt hier doch irgendwie eine bisschen größere Sache. Und genau, aber... so ganz genau, was ich mir da jetzt vor dem Ritt gedacht habe und so, das erinnere ich aus der Zeit auch noch nicht so. Ging dann so mit 14 los, dass ich wirklich mit Caprimond Turnier geritten bin. Da habe ich dann... Was war eure erste Prüfung? Das war noch mit 13, eine El Kandare in Lüneburg-Hagen. Ja. Und genau, da wurden mir die Noten hinterhergeschmissen und ich glaube, es waren einfach alle verzückt, dass dieser Hengst, dieses Mädchen da durch die Prüfung trägt. Hast du das Protokoll noch? Na klar, es ist dick gerahmt. Ich glaube, es waren so 89% und überall stand nur toll, toll, toll dran. Und ich glaube, das Protokoll galt aber mehr dem Pferd als dem Reiter. Naja, das muss ja, ich meine, das hat sich ja fortgesetzt. Ne? Genau. Und kein Pferd reitet sich von alleine. Ja. Und dann meinte Papi, Theresa, dem Hengst wird langweilig und der kennt das auch nicht mit so einem kleinen Viereck, wir müssen jetzt weiter üben. Ja, und dann war das, also ich glaube, das war einfach perfekt. Der alte Hengst hatte keine Lust mehr drauf, dass einer versucht, ihm was beizubringen. Und ich saß drauf und hatte nur so eine halbe Ahnung und irgendwie hat das einfach gepasst. Also bei ihm war eher, das Schwierigste war immer Caprimond nicht zu stören. Das verbuche ich jetzt mal als Understatement, weil ich meine, euer gemeinsamer Weg war ja hoch erfolgreich auch. Ja, aber irgendwie genau, das Geheimnis war, oder warum es so gut klappte, glaube ich, weil ich als kleines Mädchen nicht versucht habe, ihm noch irgendwas beizubringen und ihn einfach, meinte Papi auch immer, versuche ihn nicht zu stören, der weiß, wo es längst geht. Ja, also es ist ja fast menschliche Züge, wenn man so die Geschichte sieht von Caprimond, auch bei euch in der Familie. Ja, dein Bruder hat ihn geritten, ich glaube dann deine Mutter auch. Ja, das war, also Papi wird euch diesen Satz bestimmt auch noch sagen, der war unser 5. Kind, haben meine Eltern immer gesagt, weil der wirklich, die so ein Vertrauen in diesen Hengst hatten und das war auch nicht schwer, wenn man dem ins Auge guckte, dann hatte man so große, braune Kulleraugen, da war nur Gutes zu sehen und eben so viel Ausdruck, dass man sofort merkte, man hat es mit einem ganz schlauen, sensiblen Pferd zu tun. Und genau, ich bin ihn dann eben von 14 bis ich so 17 war, noch aktiv Turnier geritten. Und dann ist mein kleiner Bruder und meine kleine Schwester, ich glaube, wir sind alle mal mindestens einen Galaabend auf ihn geritten. Und dann eben auch diese besondere Rolle, dass meine Mutter nach ihrem schweren Reitunfall
auf ihm wieder so das Vertrauen zum Pferd gefunden hat eigentlich. Und auch da wir alle wieder wussten, wenn das mit einem klappt, dann mit Caprimond. Ja, beeindruckend, weil man sagt ja, Trakehner, eigentlich auch mit Vorsicht zu genießen, sind ja oft sehr anspruchsvolle Pferde, auch charakterlich herausfordernd. Aber er scheint ja genau das Gegenteil zu sein. Oder vielleicht gerade das? Und eben dieses hohe Maß auch an Rittigkeit. Also auch da, das passt überhaupt nicht zu dem schlechten Ruf der Trakehner, was ja eigentlich zum Großteil heutzutage auch widerlegt ist. Aber welches Pferd lässt sich vom 14-jährigen Mädchen durch eine S-Dressur steuern? Und das richtig als voller Halle. Also ich weiß, als ich den angefangen habe zu reiten, ich wusste nicht, wie man bandagiert. Ich wusste nicht, wie man eine Kandare draufschnallt. Ich bin dann gleich mit dem Sattel bis oben auf die Sattellage gekommen. Ja? Und dann sollte ich auf einmal zum Turnier fahren. Und das war auch bei dem nie irgendwie groß. Andere Hengste wurden da mit Kette oder Gerte geführt. Und der ist immer am Strick hinter mir hergetrottet und war voll dabei. Also, und war es auch okay? Der war ja auch im vollen Deckeinsatz, ne? Genau. Und Natursprung? Nee, das war da schon alles umgestellt auf künstliche Besamung, aber nichtsdestotrotz wurde der da viel abgenommen, aber das konnte der immer unterscheiden. Klar, weil jetzt, wenn irgendwie ein Pony auf dem Abreiteplatz war, dann hat er auch mal ausgeschachtet und Larry gemacht, aber also ich glaube, der ist mit mir im Leben nicht gestiegen oder gebockt. Im Gegenteil, die gefährlichste Situation war nie, wenn eine Stute kam, sondern der ist so schlau, der weiß immer, nach der Diagonale Zweierwechsel kommt die Diagonale Einerwechsel. Das kann er aber nicht erwarten. Und da hat er jedes Mal an der kurzen Seite schon so ein bisschen losgebockt und ist griffig geworden, weil er wusste, jetzt kommen die Einerwechsel. Ja, war toll. Aber das ist so das, genau. Eifriges Pferd. Genau. Ja. Hatte er sonst Eigenarten? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Eigenarten klingt ja fast so ein bisschen negativ oder so. Na, aber Persönlichkeit. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, das war seine Menschbezogenheit und eben dieses Unterscheiden können. Jetzt wird gedeckt, jetzt passe ich auf Theresa auf, jetzt sind wir auf dem Turnier, jetzt wird sich konzentriert. Und allein der Unterschied zwischen einer Prüfung auf dem Turnier und dann wieder einer Hengstschau, das ist ja auch, einmal wird geklatscht oder da muss er Pas de Deux laufen, neben seinem Sohn Hohenstein und im nächsten Moment selbe Situation, wird auch wieder ein LKW geschoben, auch wieder eingeflochten und man reitet aber in Viereck und auf einmal ist alles ganz still und muss ganz genau am Punkt sein und eben nicht so unter diesem Strom der Hengstschau, sage ich mal. Und da war der immer, also das war immer genial, wie er das eigentlich unterscheiden konnte. Aber weil er eben so ein intelligentes Pferd war. Der Trakehner Hengst Caprimond von Caron aus einer Markensen Mutter wurde 1985 bei Züchter Jürgen Handke in Hameln geboren. Der kastanienbraune Schönling gilt als einer der einflussreichsten Trakehner-Vererber der Nachkriegszeit. 1995 wurde er als jüngster Hengst der Trakehner-Geschichte zum Elitehengst erkoren und erhielt 3 Jahre später den Titel Trakehner Hengst des Jahres. Caprimond hinterlässt 14 gekörte Söhne und 424 eingetragene Zuchtstuten. Hohenstein zählt zu seinen erfolgreichsten Nachkommen. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei knapp 12.000 €, die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen bei gut 470.000 €. Im Alter von 19 Jahren wurde Caprimond aus dem Sport verabschiedet. 2014 verstarb er im Alter von 29 Jahren auf dem Klosterhof Medingen. Gibst du hast ihn verwöhnt. Ja, bestimmt. Also mit allem und nicht nur ich. Also genau. Es gab auch sicherlich die ein oder andere Monate, wo er etwas gut im Futter war, weil jeder aus der Familie nacheinander immer nochmal vorbeiging und ein bisschen spät voll und extra einmal Möhrchen und hier und da. Also der hatte uns alle fest im Griff. Und hat er euch auch mal Sorgen gemacht? Ach, eigentlich wenig. Das ist wiederum, glaube ich, auch was man den Trakehnern positiv zugute halten kann. Zäh wie Leder. Genau das. Also ich meine, der ist 29 geworden. Ich habe angefangen, das weiß ich noch, da bin ich Qualifikation zum Pia-Förderpreis mit ihm geritten. Und das war schon eine Ausnahme, weil die Serie ist ja eigentlich für 21- bis 25-Jährige gedacht, um nach der jungen Reitertour, die auf S-Niveau ist, den Sprung ins Grand Prix-Niveau zu ermöglichen. Und ich war 16 und kannte diese Serie gar nicht und wusste auch gar nicht, wer da alles so mitreitet. Da waren da Matthias Alexander Rath, dann war da Ellen Schulten-Baumer, also wirklich
große Dressurnamen. Und jetzt kam ich zu diesem Lehrgang und sollte da mit Caprimund meinen Grand Prix reiten. Und ich war 16 und Caprimund 19. Wahnsinn, 16, ja. Und natürlich mit 19 trabt ein Hengst dann auch nicht mehr wie ein 10-jähriger Hengst in der Verstärkung, aber alles andere macht er eben in Perfektion und auf den Punkt. Und da waren die Richter aber so ein bisschen streng. Und dann hatte ich, glaube ich, 64% oder so, war aber happy, alles gut, sind nach Hause gefahren, haben uns gedacht, ja, konnten es ja versuchen, aber macht jetzt auch nichts, dass es nichts geworden ist. Und dann rief Holger Schmezer auf der Rücktour an und meinte, ja, und das war ja viel zu streng. Und also ich habe hier gerade einen Stift in der Hand, ich schreibe hier jetzt plus 5% drunter und würde mich freuen, wenn ihr mitreitet. Ah, Wahnsinn. Und die Argumentation war nämlich dann auch ganz süß, da meinte er, ganz ehrlich, mit dem Pferd, wir können euch ja auch nicht sagen, kommt wieder, wenn die Tochter 20 ist, weil dann ist das Pferd 23. Das wird ja auch nichts mehr. Also ihr habt jetzt eine Chance und die wollen wir doch irgendwie beim Schopfe greifen. Und das war schon, spricht auch so wieder für seine Zehe. Also da ging meine Karriere los und Caprimund war schon 19 und hat trotzdem da eine Grand Prix-Serie abgespult. Ja? Wo sieht man heute auf einer Starterliste ein 19-jähriges Pferd? Und 20-jährig bin ich den auch noch Grand Prix geritten, wo heute ja wirklich, also das trifft man nicht mehr häufig, dass die Sportpferde, die ja so früh so viel Leistung bringen, dann auch eben mit 20 nochmal So lange Comeback halten. haben. Ja, vor allen Dingen auch so lange halten Ja, dann, genau. ne? Und eben noch einen Deckhengst dazu. Ja. Und dann habt ihr ihn aus dem Sport verabschiedet. Erinnerst du dich an den letzten Showabend mit ihm? Obwohl bei Hengstführung hast du ihn ja noch länger geritten, ne? Da Genau, wurde er und um dann 25 haben ja auch meine Geschwister noch übernommen für die Hengstschauen und so. Deshalb wurde er ja immer bei uns. Und ich habe ehrlich gesagt das auch immer genutzt, dass wir ihn hatten, wenn ich jetzt ein jüngeres Pferd hatte und mit dem Serienwechsel trainieren wollte oder so, weil ich ja selber, weil ich auch noch jung war, immer mal wieder verunsichert. Und dann hatte Papi oder ich auch immer mal wieder den Reflex zu sagen, setze ich doch mal wieder auf Caprimund. Ja. Um einfach nochmal zu fühlen, wie ist eigentlich so eine perfekte Piorette oder wie geht das mit den Serienwechseln am Ende, wenn es gut sein soll, weil man ja dann doch irgendwie zu stark wird in der Hilfengebung, wenn es ein Junger ist oder so. Und das hat mich dann irgendwie reiterlich auch immer wieder begleitet, dass ich auf Caprimund mich da wieder einfühlen konnte für mein Lektionenwissen, sage ich mal. Ja, so perfekte Lehrmeister, ne? Genau. Dass man das dann so Ist tatsächlich abspeichert, so, also ja. ist schon auch ein Riesenplus. Absolut. 2005 hatte knapp ein Drittel der Kandidaten auf dem Hengstmarkt, auf dem Trakehner Hengstmarkt Caprimund-Blut. Konntest du Caprimund-Nachkommen erkennen auf den Reitplätzen, auf den Abreiteplätzen? Schon viel. Also einmal an seinem Auge, das hat er ganz viel mitgegeben. Ich bin selber auch eben zur Zeit, als ich anfing, Caprimund zu reiten, hatten wir einen Caprimund-Sohn, der war ein bisschen klein geblieben, also 1,58er Pferd und der war 5 und ich war 12 und das ging. Also hat Papi gesagt, hier, das ist jetzt deiner, kümmere dich drum, los geht's. Und eben auch, weil der dieses Auge und diesen Geist hatte, dann hat Caprimund sich so typvoll vererbt. Die hatten alle so ein feines Schnäbelchen und eine Hohenstein-Tanzmeister, was wir da für Trakehner im Stall hatten, das war deutlich Caprimunds Stempel, den er den aufgedrückt hat und auch so am Ende vom ganzen Bewegungsablauf und so weiter konnte man doch schnell erkennen, wenn man einen Caprimund vor sich hatte, auf jeden Fall. Wenn man so einen Star im Stall hat, also er hat ja auch eine eigene Bronzestatue, auch schon zu Lebzeiten, stand bei euch auf dem Hof, ist man dann auch super vorsichtig mit ihm? Also hat man auch, das ist ja auch eine Wirtschaftsgrundlage für euch gewesen. Also das habe ich bei Caprimund nie verstanden. Also das war mir gar nicht so bewusst. Und da, ich weiß noch, da war ich auch relativ klein, da war ich irgendwie im Stall und habe da rumgetüdelt. Und dann kam ein Bus mit Züchtern aus Dänemark. Und da war mir auf einmal klar, krass, da kommen gerade, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in so einen Reisebus, 50 Mann aus Dänemark gefahren, nur um Caprimund zu sehen. Und im Alltag ging das so völlig unter, weil er eben ganz normales Familienpferd in Anführungsstrichen war. Aber wie habt und ihr das natürlich denn war der mein gehandhabt? volles Hobby. Aber ich habe da eher dran getüdelt, weil es mir Spaß gemacht hat, dass er deshalb dann irgendwie besondere Aufmerksamkeit bekam. Und dann hatten wir noch die Leiterin unserer Deckstation, Regine Graf, die hat den auch heiß und innig geliebt und da war er dann bei uns in besten Händen. Ich weiß noch, die hat sich da auch mal ohne Sattel auf den gesetzt und so weiter. Also das war schon
klasse und eben weil er mit seiner Persönlichkeit alle so um Finger wickelte, wollten alle immer nur das Beste für ihn, ohne dass es jetzt darum ging, dass er wirtschaftlichen Erfolg bringt, sondern das hat er irgendwie eher von seiner Persönlichkeit geschafft, dass er uns um Finger gewickelt hat. Ja, und selbst eingefordert. Aber wenn dann so ein Tross an Fans oder an Züchtern kam, durften die ihn dann auch anfassen oder war es eher so, oh, immer. Nee. Also wir machen das meistens so, dass man einmal durch den Hengststall geht, dass man irgendwie die Hengste auch in ihrer gewohnten Umgebung sieht. Natürlich dann hat man ja auf der Stallgasse ist so ein bisschen beengt, dann holen wir die Hengste auch nochmal raus und stellen die hin, auch irgendwie mit Halfter und Stricken, oder darf jeder mal streicheln, Möhrchen, füttern, wie auch immer. Teilweise versuchen wir auch dann irgendwie mal einen Hengst der Station mindestens vorzureiten, damit sich die Reise auch lohnt. Und so haben wir versucht, da auch nichts Besonderes draus zu machen. Ist ja für die Pferde irgendwie, glaube ich, auch immer umso normaler man mit denen umgeht und so normaler benehmen die sich auch. Ne? Ich glaube, umso mehr man so einem Hengst irgendwie Respekt und Achtung entgegenbringt, umso mehr spielen die sich nachher auch auf. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum Kapremont da immer so artig war. Ja, verrückt. 29 Jahre alt ist er geworden. Erinnerst du dich dann an den traurigen Tag, als er gehen musste? Ja, natürlich war es todtraurig für uns. Aber es war schön, weil man das so über 2-3 Tage merkte, weil auch da irgendwie so sein ganzer Charakter, der lag viel, der fraß nicht mehr. Und so hat man irgendwie gemerkt, das ist okay, der ist 29, der hatte das schönste Leben, hat jeder mit uns am Strick nochmal irgendwo eine Runde mit ihm längs gedreht und sowas. Jetzt irgendwie nichts Abruptes oder keine Verletzungen, sondern richtig so ein schöner Alterstod. Sagt man ja auch immer bei Menschen, man wünscht sich bis zum Ende fit zu sein, und der wurde bis kurz vorher von meiner Mutter geritten, konnte sich dann da von seinem Hof verabschieden, sage ich mal. Und so war es dann irgendwie mit Vorbereitung, und das hat es so besonders schön für uns gemacht oder auch eben so einen Abschluss ermöglicht. Wie war er bei dir? Was hast du gemacht? Sehr persönliche Frage. Ja, ich muss doch jetzt schon schlucken. Ja, ich auch. Ach ja, einfach, man versucht natürlich irgendwie sich auch nochmal zu bedanken. Und ja, ich habe immer versucht, mir sein Auge einzuprägen, weil Papi mal gesagt hat, irgendwie auch beim Pferdekauf oder so, das Auge des Pferdes verrät dir schon viel. Und das war schon sehr besonders. Dieser Blick, mit dem er einen da angeguckt hat, den hast du abgespeichert. Genau. Ja. Was für ein Pferd. Ja, wirklich. Also gigantisch. Macht auch Freude, immer wieder so viel von ihm zu erzählen, weil natürlich irgendwie geht es dann doch immer schnell weiter und kommen neue Hengste und andere Geschichten und neue Turniere und weiß ich nicht, aber das... ja, ich glaube, in der diesen Titel, unser 5. Kind, hat auch bei meinem Vater kein anderes Pferd mehr bekommen bisher. Also. Ja, ich glaube auch die Trakehnerzucht, also ohne Caprimont wäre heute nicht dort, wo sie ist. Ja. Also schon beeindruckend. Und wenn du trotzdem versuchen würdest, 3 Dinge zu nennen, die du mit Caprimont für immer verbinden würdest, welche sind das? Also eher Ereignisse habe ich, glaube ich. Einmal stand er bei uns im Wohnzimmer, weil wir gesagt haben, Familienfoto, da muss Caprimont mit drauf. Wie bitte? Einfach im Wohnzimmer? So ein Quatsch konnte man halt mit ihm machen. Wir haben so eine Doppeltür von der Terrasse, dann haben wir überall Teppiche hingelegt, dann haben wir ins Wohnzimmer geführt, einer stand mit einem Eimer dahinter und hat die Äpfel aufgefangen, sag ich mal. Und dann hat er da den Kopf reingesteckt und eben, man konnte auch Quatsch mit dem machen. Und dann war für mich ein wahnsinnig beeindruckendes Erlebnis, im Rahmen der Pia-Förderpreisserie in Wiesbaden zu reiten. Ich weiß, also es waren auch andere Wahnsinnsstationen wie Balve oder Bad Salzuflen, aber in Wiesbaden vor diesem Schloss, in diesem Viereck, und dann reitet man da so ein bisschen hoch, und das war für mich irgendwie so, und weil ich wusste schon, dass irgendwie das rein Sportliche, wo jede Lektion einzeln bewertet wird, das nochmal was anderes ist, als irgendwie bei einer Hengstschau vom Publikum gefeiert zu werden. Da sind dann so viele Emotionen dabei und tolle Musik und Show, und da lassen sich die Leute leichter mitreißen. Aber diesen Moment dann irgendwie in Konzentration, alles auf den Punkt, in so einer Kulisse zu liefern, das war schon irgendwie ein ganz mega besonderes Gefühl. Und also diesen Ritt habe ich immer noch sehr in mir gefühlt. Gab es eine Platzierung?
Bestimmt, aber das weiß ich nicht mal mehr, ob das das war nicht so besonders wichtig. gut oder so, genau. Darum ging es mir da auch gar nicht. Und dann war es, als ich mit ihm in meine erste S-Dressur gewann, das war in Platz auf dem Kempkehof. Und da war ich total unzufrieden mit dem Ritt und dachte irgendwie so, oh, und jetzt S-Dressur, und das kam jetzt doch alles so schnell aufeinander und jetzt habe ich es gar nicht so hingekriegt und war total unzufrieden. Und dann hatte ich auch noch von diesen Punktzahlen überhaupt keine Ahnung. Später hatte man ja irgendwie ein Gespür, ja, alles über 800 ist in der S-Dressur eine super Punktzahl, alles mit 600 wahrscheinlich nicht so, und bekam dann die Punkte und war mir auch alles egal. Und dann meinte Papi später, ja, mach mal zur Platzierung fertig. Und da meinte ich, ja, was will ich gar nicht und das war doch gar nicht so gut. Und dann meinte er, jetzt hör auf zu meckern, mit ein bisschen Glück hast du die Nummer gewonnen. Oh, Wahnsinn, ja. Und da, also... Ich glaube, ich war einfach noch überfordert. Ich konnte diesen Ritt gar nicht objektiv beurteilen, aber wie immer hat Caprimont irgendwie gestrahlt und das Programm abgespult. Und so, ich glaube, so einen ersten S-Sieg vergisst man nicht. Und das ist natürlich Wahnsinn. dann auch ein besonderer Moment gewesen. Hast du Andenken von ihm? Also albenweise voll. Fotos, klar, genau, ja. irgendwie jetzt, dass ich irgendein Hufeisen von ihm mittrage oder so nicht. Weil, also der war ja für mich auch kein Ding oder keine Sache, sondern auch, was ich vorhin sagte, dass dieses Auge eigentlich so das Besondere an ihm war. Ich glaube, das viel größere Andenken ist dann mal über ihn zu reden oder an ihn so als Persönlichkeit zu denken, als irgendwie zu sagen. Und das war seine schöne Miene oder so. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr für deine gerne. Zeit. Auch Elise, Dankeschön. Ja, Hast dich super gut benommen. Ja. Ein Glück. Werbung. Das Reitsportmagazin ist seit mehr als 35 Jahren der verlässliche Partner für Turnierreiter im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Mit den Turnierausschreibungen und ausführlichen Berichten zu allen nationalen, internationalen und regionalen Events sind die Leser immer auf dem Laufenden. Im Abo verpassen Sie keine Ausgabe. Alle Informationen zum Abo und zum Reitsportmagazin finden Sie auf www.reitsport-magazin.net, aber wir werden den Link auch nochmal in unseren Shownotes vermerken. Nachdem wir uns mit Theresa von Schulzendorf, ehemals Wahler, in Kassel getroffen haben, sind wir natürlich auch noch nach Bad Bevensen zum Klosterhof Medingen gefahren und haben mit Theresas Vater Burkhard Wahler gesprochen, der Caprimont entdeckt hat. Erinnern Sie sich, als Sie ihn ersteigert haben an den Tag? Ja, wie wir Caprimont ersteigert haben, das weiß ich ganz genau. Meine Frau und ich, wir sind wie jedes Jahr nach Neumünster gefahren auf den Trakener Hengstmarkt. Und wir bekommen immer 4 Wochen vorher circa den Katalog zugeschickt. Und da war ein Bild von Caprimont drin. Und er hatte ein für uns sehr interessantes Pedigree. Vater Karon von Otto Langels, das war damals schon bekannter rittiger Hengst. Schön großlinig, langbeinig, und na, der Mutterstamm war gut. Und dann haben wir so zu der damaligen Zeit jeden Abend immer die letzte Lektüre im Bett, war nochmal den Katalog durchblättern, bis man ihn eigentlich auswendig kannte. Und irgendwie 3 Tage vorher habe ich um die Nummer von Caprimont, die Nummer weiß ich nur heute nicht mehr, einen Kreis drum gemacht und habe das meiner Frau gesagt, wenn der so ist, wie er auf dem Foto aussieht, dann kaufen wir den. Weil es ja nochmal ein anderes Erlebnis, ne? So das Bild, die sind alle aufgemacht, auch schon zu der Zeit, aber wenn man ihn dann sieht, was haben Sie in ihm gesehen? Naja, der war eben so der sinnbildliche Trakener, bildhübsch, dabei wach und unheimlich Ausstrahlung. Ja, es war einfach ein wunderschöner Hengst, der sich dann darüber hinaus sehr gut bewegte. Hatte ein Manko, er war damals sehr klein. Also die hatten ihn, glaube ich, auf 1,61 gemessen, aber das war auch schon, da hat auch schon einer den Fuß zwischengehalten, glaube ich, ja. oder drunter gehalten. Berggestellt, ja. Naja, und dann, dreijährig, zweijährig, 2,5-jährig. Ja, naja gut, dann wurde er Reservesieger und da wussten wir schon, dass das natürlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird.
Und dann waren aber doch relativ schnell, waren in der Auktion nur 2 Bieter. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war Hans-Joachim Köhler aus Verden mit Alfred Lingnau zusammen. Lingnaus, die hatten noch eine Deckstation, auch Trakener Menschen, die eine Deckstation hatten in Bremen, Teneva. Und Köhler arbeitete mit denen zusammen, weil der ja ein paar Trakener, Halbtrakener, Patras, Pygmalion hatte. Und naja, dann irgendwann haben die Gott sei Dank aufgehört. Und wir haben den irgendwas 65 oder irgendwas plus Gebühren haben wir den damals gekauft. D-Mark wohlgemerkt? Bitte, D-Mark noch, ja. Und naja, und wir hatten gerade den Hof übernommen und das war schon für uns ein ziemlich heftiger Preis. Letztlich haben wir uns dann sehr gefreut und eine Woche später habe ich einen Brief bekommen von Herrn Köhler. Und da stand drin, lieber Burkhard, dass ich diesen herrlichen Hengst nicht kaufen konnte, hat mich sehr traurig gemacht. Aber als ich dann erfahren habe, dass Sie den ersteigert haben, da habe ich mich für den Hengst gefreut und habe gedacht, dann wird er seinen Weg gehen. Das ist toll, sportlich. Ja, und er hat uns damit dann viel Erfolg gewünscht und ja, Sie wissen, wer Herr Köhler war und so doch einen sehr persönlichen Brief von dem zu erhalten zu super einem neuen Hengst, das hat uns natürlich riesig gefreut, ja. Also wir haben Gott sei Dank, wenn wir Pferde in puncto Reitqualität aussuchen, eine ganz gute Trefferquote. Geht auch mal was schief, aber eigentlich klappt das ganz gut und wir waren uns sicher, dass gerade mit den Blutlinien Mackensen auf Mutterseite und alles rittiges Blut, dass der sich schön reiten lassen wird. Man sagt ja jetzt Vorurteile aufgreifend, Trakener, die haben alle so einen Nagel im Kopf. Also jetzt ist so gängige Meinung. Was ja, natürlich sicherlich gar nicht stimmt, ja. Aber wie war es bei Caprimond? Heute sagt man das, glaube ich, nicht mehr. Aber Sie haben vollkommen recht, zu der damaligen Zeit war das so. Manche sagten noch der 7. Gewehrsmangel. Ja, stimmt. Ja. Und ja, wir waren ja damals hier eine reine Trakener Enklave, der Klosterhof. Und mein Vater hatte immer 2 hannoversche Stuten, weil wir nur eben ja mitten auch in Hannover sitzen. Aber wir haben ansonsten immer Trakener gezüchtet. Und die haben natürlich auch unsere Hannoveraner Züchter eigentlich um unseren Hof einen großen Bogen gemacht. Aus heutiger Sicht unverständlich, ne? Wenn man sieht, welche Tradition dahinter steckt. Ja gut, aber sagen wir es mal so, die waren eben doch nicht mit dem Trakener-Pferd verbunden, sondern mit ihrer eigenen heimischen Rasse und ist ja auch verständlich. Naja, dann hat Caprimond die Prüfung gewonnen und Bundeschampionat, haben sie eine halbe Stunde rechnen müssen, bis sie das Ergebnis raus hatten. Da waren wir dann um 0,01 irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das ausrechnen konnte. Wurden wir dann knapp geschlagen, Zweiter. Hatte Dolf Keller Ihnen vorgestellt? Nee, der war ihn selbst geritten. Dolf Keller ist ja später aufgestiegen. Und, aber vielleicht kurz davor, das Einreiten, wie war das? Das ging alles problemlos. Das ging problemlos, der machte schön mit und ich weiß gar nicht mehr, da haben wir glaube ich noch nicht die Hengstvorführung eingeführt, das kam erst noch ein bisschen später, aber immer wenn jemand kam, haben wir den relativ schnell vorreiten können und ja, dann lief das, dann hat er natürlich bei den Trakenern sehr schön angefangen zu decken, wo wir gerade eben auch schon über Deckzeit vorher gesprochen haben. Damals hatten sie Pferde bis zu diesem Zeitraum, jetzt Ende Februar, da hatten die, wenn sie einen guten Hengst hatten, der hatte schon 50, 80 Stuten bis da schon gedeckt. Also das hat sich ja heute extrem alles nach hinten verschoben. Ja. Ja gut, und dann ging das mit Caprimond im Grunde dann mit seinen Nachkommen so positiv weiter, als die ersten Fohlen geboren waren. Die waren sehr elegant, bewegten sich gut. Aus dem ersten Jahrgang wurde dann gleich von ihm einer oder sogar 2 gekürt. Und ja, so dass die Karriere eigentlich weiter lief.
Dolf hat ihn dann, glaube ich, mit 6 Jahren übernommen. Und weiß ich noch, sind wir aufs Bundeschampionat gefahren, damals nach München. Und dann hat er 7-jährig mit ihm, ich glaube, ersten St. Georg, den er geritten hat, hat er gleich gewonnen. Wahnsinn. Und ja, also das lief alles sehr, sehr positiv in die richtige Richtung. War er denn sehr hengstig oder so, wenn man auf Reisen war, klappte das ganz gut? Ja, also der war schon ein Schaumann irgendwo. Wenn der um die Ecke kam und eine Stute sah, dann hat er natürlich ein bisschen rumgewiehert. Aber wenn jemand gucken kam, dann stellt er sich auf dem Hof gelangweilt hin. Aber wenn es dann Bus war, über 30 Personen, dann wurde er doch schon mal ein bisschen fröhlicher, ja. Dann haben wir ihn irgendwann zu Nicole Uphoff geschickt, weil die damals ja mit, ich glaube, gerade Gold, Doppelgold gewonnen hatte, die erfolgreiche junge Dressurreiterin war. Und dann haben wir ihn, die war damals nach Warendorf geschickt. Und ja, das funktionierte dann leider aber nicht so gut und wir holen ihn wieder nach Hause. Und dann hatten wir den hier auch schnell wieder ordentlich in Gange und dann hat Dolf mit ihm irgendwann Grand Prix geritten. Aber es war eben gerade so vertretbar, aber für ein optimales Bild und dann eben auf so einem edlen Hengst hätte man sich eigentlich natürlich auch am liebsten auch eine Dame drauf gewünscht. Etwas leichteres Modell. Genau, und naja, dann zum Ende seiner Karriere haben wir das dann auch noch, Gott sei Dank, noch so hinbekommen, dass wir Theresa draufgesetzt haben. Die war damals 14 und dann sind wir mit Theresa die ersten paar Turniere gefahren und sind St. Georg geritten. Es gibt ja diese berühmten Hengstschauen, die Vorstellung, wo Theresa, wie alt war sie da? War sie schon 14? Das war glaube ich immer mit 11. Mit 11 Jahren, ja, den Hengst vorgeführt hat. Genau, mit 11 haben wir, also Theresa 11. Also aus Vatersicht auch viel Vertrauen dann in den Hengst, oder? Seine Tochter draufzusetzen? Ja, das wussten wir schon, dass das funktioniert. Und ihr erster Auftritt, der war sogar alleine. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Anlass das war. Das war ein Neumünster Galaabend. Und da hat sie mit ihm im Grunde den ganzen Grand Prix vorgeritten. Verrückt. Und gut, da war vielleicht mal ein kleiner Haker drin, aber die Menschen waren schon angetan, begeistert. Und das war eben auch Capri-Mond. Setzen Sie heute mal ein 11-jähriges Kind auf ein Grand Prix-Pferd. Der muss schon extrem wollen und leicht sein, sonst kriegt man das nicht hin. Na. Ja, und dann sind wir mit Theresa ein paar Mal losgefahren und hat ein paar Erstdressuren mit ihm gewonnen, St. Georg oder Inter 1, weiß nicht mehr genau. Mit 15 sind wir erst mal Grand Prix geritten. Werde ich auch nicht vergessen. Waren wir in Barkstedt. Und es gibt ja manchmal so Tage, wo alles gelingt. Es gibt auch mal Tage, wo alles schief geht, aber es war nur ein Tag, wo mal alles wirklich glückte. Und der Hengst toll ging und das Mädel super ritt und dann hatten wir Platzziffer 1, 2, 10 und waren damit Dritter im Grand Prix. Das war natürlich, haben wir uns natürlich schon mal gefreut. Ja. Und dann haben wir am Weinstand eine Stunde später kamen die Richter vorbei und die Richterin mit dem Platz Nummer 10, die gratulierte auch. Ob wir uns denn freuen würden? Ja, habe ich gesagt, wir freuen uns sehr. Unser erster Grand Prix und wir sind gleich Dritter. Ja, ich war ja ein bisschen weit weg, ja. Ich sag, das stimmt. Wenn sie ihn auch auf dem zweiten oder dritten gehabt hätten, dann hätten wir gewonnen. Ja. Ja, gut, wenn ich die Richterin treffe, müssen wir mal beide nochmal über diese Begegnung lachen. Hat sie auch noch in Erinnerung, ich auch. Ja, gut, aber ist ja auch dann sportlich, ne? Weil ich meine, oft gibt es ja dann Streitereien und Richtern bringt es natürlich gar nicht, sich zu streiten, aber... Nee. Naja, und dann kam, weil wir nur irgendwie 1, 2 Grand Prix Erfolge hatten, haben wir uns angemeldet für den Pia Förderpreis. Und da sind wir natürlich auf diese Turniere
Bad Salzuflen, Balve, Deutsche Meisterschaft, Wiesbaden, vorm Schloss, da ist die ganze Familie mitgekommen und ja, das sind natürlich ja, tolle Erlebnisse, die man mit seinem Hengst und mit seiner Tochter zusammen macht und die ganze Familie dabei, macht einfach Spaß. Ich meine, Sie als der Chef vom Klosterhof Medingen und als Familienvater, da schlagen ja auch zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite ist der Hengst auch Wirtschaftsgrundlage, also muss decken. Und auf der anderen Seite die Turniere, der Hengst wird gesehen, ist ja auch Marketing und, wie Sie sagen, Familienerlebnis. Wo waren die Prioritäten, wenn es zum Schwur kam? Ach, es kam eigentlich nie zum Schwur. Wir haben natürlich auch gerade mit zunehmendem Alter alles im Grunde so immer auf das Pferd abgestimmt, wie das Pferd uns gezeigt hatte. Wenn er mal ein bisschen Wehwehchen hatte und das nicht so funktionierte, sind wir halt nicht losgefahren. Und wenn er in Form war und der Schuss war, sind wir losgefahren. Und ja, wenn Sie diese Möglichkeit haben, Pfingsten nach Wiesbaden zu fahren, dann bleiben mal eben 2 Stunden oder 5 Stunden dann mal weg oder mussten über TG besamt werden oder ja. Oder danach dann eben schnell zurück und nicht noch eine Nacht bleiben oder sowas. Ja, macht man ja eh nicht. Aber nein, das haben wir eigentlich damals, das haben wir sehr gut hinbekommen, das war kein Problem. Wie war Caprimond denn im Alltag? Also Sie waren morgens wahrscheinlich früh im Stall, Sie haben das Pferd ja erlebt, Tag ein, Tag aus. Also wenn Sie jetzt ihn uns mal beschreiben, wie er so sich benommen hat, was für einen Charakter hatte er? Na, der hatte einen hervorragenden Charakter, unheimlich gutes Temperament, war natürlich positiv fröhlich, also wenn wir mal nochmal an Grand Prix denken, es war immer oder auch in St. Georg schon, einreiten, halten war kein Problem, aber dann in der ersten Ecke beim Richter vorbei, und dann kommt der Diagonale, starker Trab. Also da hat er dann schon mal einen kleinen Spaß gemacht und ist mal einmal weggehüpft. Und das mussten wir vorher immer so handeln, dass wir das wussten, das machen wir heute nicht. Also der war schon ein Schaumann irgendwo, ein fröhliches Pferd, der auch mal gezeigt hat, hier Leute, ich bin hier der Chef vom Klosterhof. Also das konnte man ihm auch ansehen. Aber deswegen funktioniert er letztlich ja so wunderschön mit den Kindern drauf. Also Therese hatten wir ja schon gesagt, später haben wir dann diese gleiche Geschichte nochmal gemacht mit Christoph, der gerade um die Ecke guckt. Mit Christoph und Hohenstein, Vater und Sohn. Und ja, Krischi war auch 11 oder 12 war er. Da haben sie uns für Aachen, die Trakehner, angefordert, ob wir da nicht ein Schaubild machen können. Und das war an der Weltmeisterschaft, als Isabel mit Satschmo den Spezial gewonnen hat. Und wir hatten da einen Auftritt abends nach der Kür, zwischen Kür und Siegerehrung. Ja, das war auch, und wir hatten kurze Jacke an und Melone auf. Und dann waren dann noch 3, 4 Pferde aber in der Arena drin, aber der Platz ist natürlich riesengroß. Na, und wir haben dann eine halbe Runde getrabt und mal Traversalen geritten und dann haben wir Zweierwechsel geritten und Einerwechsel geritten und da wurde Caprimond immer ein bisschen flotter, dass ich mit meinem Hohenstein kaum hinterher kam. Na, dann haben wir wieder ein paar Pirouetten gedreht, damit wir wieder alles schön zusammen hatten. Und nachdem wir dann irgendwie so 1,5 Mal rum waren, kamen wir am Ausgang vorbei. Und die anderen waren alle raus und wir wollten auch rausreiten und da stand ein Steward und der nahm seine Melone ab und hielt die Arme so weggestreckt und sagte noch einmal ganz rum. Oh, okay. Na, ich sag, Krischi, das ist gut, da reiten wir beide noch mal rum. Ja. Und dann, da man das natürlich in dem Stadion, sehen Sie das nicht alles, man konnte nicht unbedingt erkennen, dass da ein kleiner Kerl auf dem, weil körperlich war der auch schon relativ groß. So, und dann waren wir wieder, dann haben wir getrabt, ich sag so, jetzt nehmen wir die Melone vom Kopf. Und dann haben die Menschen erst gemerkt, dass das ein kleiner Bengel ist. Ja. Und dann standen die auf der letzten Tribüne beim Ausdruck, die standen auf und johlten und klatschten und freuten sich. Naja, Sie merken ja selbst,
das sind natürlich ja, Erlebnisse, sowohl mit den eigenen Kindern als auch natürlich mit den eigenen Hengsten, auch mit Vater und so. Und das macht natürlich Spaß und Freude. Und wird der auch nicht vergessen sein Leben lang. Das glaube ich, ja. Kriegst Gänsehaut bei der Vorstellung Aachen, ja. Und dann, da gibt es leider kein Video von. Aber das andere Video ist auch schon beeindruckend. Das war in Neumünster, glaube ich, oder? Ja, Christoph und ich haben das dann einmal noch, haben die uns in Kiel angefordert, beim Kieler Springturnier im Winter, Ostseehalle. Und dann haben wir das gleich nochmal wiederholt, aber das war dann auch das letzte Mal, weil da war Christoph dann auch schon 14, glaube ich, und er war dann schon, ich weiß nicht, so groß wie ich, vielleicht war er auch schon größer, weiß nicht mehr. Und da war natürlich ein bisschen dieser Witz, ging dann nachher, also haben wir gesagt, gut, einmal noch. Und danach sollten wir noch mal irgendwo hin. Und wir haben dann aber abgelehnt, haben gesagt, nein, jetzt ist das Witzige an dieser Geschichte, das ist dann der kleine Bengel oder die jungen Kinder. Das ist dann vorbei. Hatten Sie mal sorgenvolle Zeiten? Also hat er sich mal verletzt oder war er anfällig bei... Nö. Und im Gegenteil, wie gesagt, Theresa hat ihn ja bis 19 Grand Prix geritten. Danach hat ihn dann irgendwann meine Frau übernommen und die hatte dann irgendwann vor 11 Jahren jetzt einen schweren Unfall und war dann ein Reitunfall. Reitunfall, ja. Und war dann, die rechte Körperseite war erstmal zunächst mal ganz ohne Gefühl. Und dann haben wir überlegt, wie wir die wieder auf die Beine kriegen. Und dann haben wir beschlossen, sie muss wieder aufs Pferd. Und da sie Caprimond und Hohenstein vorher auch immer geritten hatte, haben wir gesagt, wir setzen sie jetzt auf Caprimond. Also fuhr sie hier noch im Rollstuhl über den Hof und dann haben wir Caprimond an die Longe genommen, ein bisschen ablongiert und haben wir sie da drauf gesetzt. Als Therapiepferd auch. Als Therapiepferd. Und das haben wir so 2-3 Wochen gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt lassen wir ihn los. Ja. Und dann haben wir die Longe abgemacht, ist er alleine rumgeritten und das haben wir, ich weiß es auch nicht mehr rückblickend genau wie lange, ein halbes Jahr. Und dann sind wir das erste Mal zusammen ausgeritten. Toll. Ja, und dann sind wir 4 Wochen oder 6 Wochen ausgeritten, war immer einer dabei. Und dann war sie irgendwann wieder so sicher und fühlte sich so gut auf ihm und hat gesagt, ich gehe jetzt alleine raus. Hat gesagt, wo sie hinreitet immer und, damit man Bescheid wusste. Und ja, das ging eben auch mit Caprimond, mit Hohenstein letztlich nachher genau das Gleiche. Und das Körpergefühl kam dann wieder. Aber dadurch muss man einfach sagen, war dieser Heilungsverlauf wohl extrem positiv, denn nach so schweren Unfall, wenn sie da nicht anfangen, sich zu betätigen und was man ja heute Reha nennt, aber sie fahren ja nicht 2 Jahre oder 5 Jahre in Reha, sondern sie müssen schon zu Hause dran arbeiten. Mhm. Und da haben eben diese Hengste sehr bei geholfen. Man spürt, dass hier ist ein Reiterhaushalt, ja? Also tief drin und die ganze Familie reitet. Und ihr 5. Kind war Caprimond. Das sieht man und spürt man auch hier. Hatten Sie jemals Kaufangebote für ihn? Ja, mehrfach, aber kam natürlich nie in Betracht. Er ist 29 Jahre alt geworden. Mhm. Wie waren denn seine letzten Jahre hier? Sie hatten ihn aus dem Sport verabschiedet, er hat gedeckt, war glücklich und zufrieden. Ja, und nachher war es eben halt einfach ein altes Pferd. Der ging bis 28, lief der noch ganz fröhlich rum und dann, oder bis 29 sogar, und dann aber irgendwie innerhalb von ein paar Tagen müde er sich, konnte schlecht aufstehen. Mhm. Und dann irgendwann kam er gar nicht richtig hoch und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir ihm helfen. Mhm. Wie war das für Sie? Naja, können sich vorstellen, war die ganze Familie schon natürlich traurig. Das ist so. Ich meine, die Entscheidung, die Verantwortung hat man ja auch als Tierbesitzer, dass man diesen Zeitpunkt erkennt. Das ist so die eine rationale Seite, aber dann gibt es natürlich diese
emotionale Seite? Naja, vor allem für uns war das natürlich alles schon traurig, aber man weiß in dem Alter, das wird noch viel trauriger, wenn sowas mit 18 passiert. Aber für meine Frau muss man sagen, das war schon sehr hart, weil er ihr eigentlich eben wieder zurückgeholfen hat in ein ganz normales Leben. Die hat schon bestimmt einen Monat damit zu kämpfen gehabt, bis das Box blieb leer, kam kein Pferd rein. Ja. Jetzt ist die züchterische Seite auch nochmal spannend. Konnten Sie Capri-Mond-Fohlen erkennen auf den ersten Blick? Was hat er weitergegeben? Ja, es gab mal eine ganz witzige Geschichte. Es gibt einen Hengst Sponeck und der sah aus wie Capri-Mond. Genau das gleiche Gesicht, Farbe war ein bisschen dunkler. Und irgendwann hat man bei Sponeck eine Abstammungsüberprüfung gemacht. Das wurde immer noch nach Grub geschickt. Und ich weiß nicht mehr, wie sich das Verfahren nannte. Und da kam raus, dass Capri-Mond zu 92% nicht der Vater ist. Okay. Ja, und wir haben alle nur drüber geschmunzelt und gelacht. Und auch der Trakener Verband hat drüber gelacht. Weil er irgendwie aus dem Gesicht weil geschnitten es kam für diesen Hengst kein anderer Vater in Betracht. Naja, und dann haben sie es irgendwann ein zweites Mal getestet oder ein drittes Mal getestet und irgendwann kam dann dabei raus, also es könnte doch der Vater sein. Ja. Also da waren wir schon ohne Fingerabdruck, waren wir doch schon schlauer als mit. Was haben Sie Züchtern empfohlen, welche Stuten? Also wenn Züchter dann kamen mit Fragen und gesagt haben, so, welcher Hengst könnte passen, welche Stute war oder welche Art Stuten waren optimal für Capri-Mond? Na, Capri-Mond war natürlich schon ein Edelhengst, was wir am Anfang nicht dachten, dass das auch mit Blut relativ gut funktioniert. Wegen der Größe allein schon? Nicht wegen der Größe. Blüter können ja auch groß sein oder auch groß vererben. Aber wir haben nachher ein paar sehr gute Pferde gehabt, wo auf Mutterseite noch mal Blut hinter war. Und wir selber sind mit unserer Donaumärchen von Capri-Mond dann auch noch mal zu Laurus Crusader gegangen. Haben da eine sehr schöne Stute von, die auch bei uns noch in der Zucht ist, Donaublüte. Und ja, also das funktionierte gut. Was Capri-Mond hat natürlich eigentlich hauptsächlich Trakener gedeckt. Was wir eingangs sagten, die Hannoveraner waren noch nicht so ganz überzeugt. Ja, er hat ja in einem Jahr, glaube ich, 1/3 auf dem Hengstmarkt, 1/3 aller Nachkommen hatte Capri-Mond Blut. Genau. Und das war eigentlich schade, wenn der 10 Jahre, 15 Jahre später gewesen wäre in der hannoverschen Zucht, dann hätten die ihn auch mehr genutzt. Was sind die 3 Dinge, die Sie mit Capri-Mond verbinden? Die 3 Dinge. Naja, zunächst einmal die persönliche Erscheinung von ihm und sein Interieur. Dann ja eigentlich noch diese Pia-Förderpreisrunden mit Theresa obendrauf und ja, letztlich seine Nachzucht. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wahler. Nicht zu danken. In unseren Gesprächen mit Theresa und Burkhard Wahler ist der Name Dolf Keller immer wieder gefallen. Ich hatte das Glück, ihn zu treffen und konnte auch kurz mit ihm über den Hengst sprechen, der zu den wichtigsten seiner Karriere gehört. Können Sie mir sagen, wann Sie Capri-Mond zum ersten Mal gesehen haben? Erinnern Sie sich daran? Oh ja, Capri-Mond ist geboren 1985, das weiß ich so genau, weil unser Sohn auch aus dem Jahrgang stammt, was ein sehr guter Jahrgang ist, sage ich jetzt mal. Und wir sind im Dezember 89 auf den Klosterhof gekommen. Und da habe ich Capri-Mond zuerst gesehen, also Ende 4-jährig. Ja, das heißt, Sie haben auf dem Klosterhof fest gearbeitet. Sie gehörten da zu dem festen Reiterstamm, der da gewesen ist. Na, wir hatten einen eigenen Stall gepachtet. Okay. Einen eigenen Stalltrakt gepachtet auf dem Klosterhof, wo wir Pferde ausgebildet haben für Kunden, unsere eigenen Pferde ausgebildet haben. Und darunter war eben auch Capri-Mond, den ich dann nachher
zum Reiten bekam oder zur weiteren Ausbildung bekam. 5-jährig bin ich angefangen zu reiten mit ihm im Frühjahr und war dann 5-jährig in dem Jahr auf dem Bundeschampionat in München war es damals noch. Ja. Und wie war Ihr erster Eindruck, als Sie Caprimond kennengelernt haben, sozusagen? Ja, das ist ja auf den ersten Blick einer der sympathischen, schönsten und ja, hübschesten Pferde auch dabei, nicht? Und dieses Reitgefühl vermittelt dieses Pferd einem auch. Dass er also immer auf der Seite des Reiters ist und immer sehr sympathisch ist in seinen ganzen Aktionen. Ja, und wenn Sie sich da jetzt so dran erinnern, wie war er so zu reiten? Wie fühlt sich so ein Pferd an? Fühlt man da, dass das ein besonderes Pferd ist, der anders als andere Pferde gewesen? Ja, das fühlt man schon. Das gibt ja, ich habe eben dieses kurze Gespräch mitgehört, was wir mit meiner Frau schon geführt haben, so dass wir eigentlich immer ja so Fragestellungen an die Pferde haben mit unserer Hilfengebung und dann bekommen wir von dem Pferd ja immer einen Lösungsvorschlag. Und das ist eigentlich bei diesen guten Dressurpferden oder die wir als gute Dressurpferde bezeichnen, ist es eigentlich so, dass die immer positiv auf unsere Hilfe antworten. Und das hat er eben auch gemacht. Er war jeden Tag motiviert, immer sehr gut aufgelegt dabei, so wie sein ganzes Wesen, sein ganzer Charakter ist. Und gehen wir mal so ein bisschen auf den Werdegang ein. Sie sind ihn dann bei den Bundeschampionaten in München geritten? Ja, ich habe einmal das Bundeschampionat in München geritten und dann ging er 6-jährig, aber hat auch die ersten M-Dressuren gewonnen und hat 7-jährig ja schon S gewonnen, meine ich auch. Ja, war sehr früh. Ja. Und wie lange sind Sie ihn dann geritten? Also wie alt gewesen ist und wie weit sind Sie gekommen? Ich meine, ich bin gar nicht sicher, ob ich den ersten Grand Prix mit ihm geritten habe. Ich denke, er ist die ersten Grand Prix gegangen und dann wurde er übernommen damals das heißt übernommen, aber dann hat sich so ein Konsortium zusammengeschlossen. Nicole Uphoff, die war Olympiasiegerin geworden und die junge, sympathische Reiterin sollte jetzt ein Nachwuchspferd für die nächste Olympiade bekommen und da war Caprimond eben erste Wahl und er ging dann kurze Zeit später zu Nicole Uphoff. Ja, aber also ich hatte dieses ganze Grand Prix-Geschäft, das war alles schon fertig, das konnte das Pferd, ja. Er war so interessant, dass er als Olympiakandidat gehandelt wurde damals. Ja, aber das hat ja nicht so richtig gut funktioniert. Und er kam dann wieder zurück zum Klosterhof. Ich habe ihn dann noch wieder weitergeritten, habe einige Prüfungen noch gewonnen, platziert, so immer. Und dann hat nachher Theresa ihn ja auch gekriegt und konnte damit ihre Junioren- oder junge Reiterkarriere starten. Ja. Aber Theresa hat ihn ja auch schon 4-jährig geritten. Als sie 4 Jahre alt war, da gibt es auch die schöne Piaffe-Bild aus dem... Genau, die Geschichte hat sie uns auch erzählt. Das Bild haben wir auch hängen sehen, da im Kaminzimmer auf dem Klosterhof. Das ist ein tolles Bild. Also da war sie ja auch erst 5, glaube ich. Ich weiß nicht, 4, 5 Jahre alt, ja. Können Sie sich erinnern, was war so Ihr persönliches Highlight? Das muss jetzt gar nicht mal der größte Erfolg oder so gewesen sein, sondern einfach eine Situation, ein Turnier, an das Sie sich irgendwie zurückerinnern. Was war mit ihm besonders? Das persönliche Highlight ist das Burkhard Wahler, Sie haben ihn eben schon angesprochen, der ja auch sehr aktiv in der ganzen Reiterei ist, zu Hause auch sehr aktiv und viel reitet, dass er auch so mit der Caprimond am Wochenende immer mitgeritten hat, wenn ich so zum Turnier war und dass er dann eines Montags, als wir nach Hause kamen, sagte er, jetzt habe ich die ersten Einerwechsel. Das war immer so seine Idee, sein Traum. Er hat ja sehr viel Vielseitigkeit, er war Deutscher Meister in der Vielseitigkeit, hat Springer bis S geritten, so, aber Einerwechsel noch nicht. Und als Caprimond also ausgebildet war bis zu Einerwechseln, hat er das mit ihm zusammen so probiert und gemacht. Und da war es eben sehr nett, als er mir das erzählte. Du sagte, ich habe jetzt mit Caprimond die ersten Einerwechsel geritten und habe auch schon 15 Einerwechsel geritten hier. Ja, sagt Ingrid, seine Frau dann dazu, sagte ja, und das hatte er fertig bis zur halben langen Seite. Also das war wohl ziemlich auf der Stelle erstmal ausgeübt. Aber das war so ein, was heißt Highlight, aber das war so eine ganz nette Anekdote. Wo man sich einfach gerne erinnert. Ja. Und dann hat er einfach sehr viel ja auch gemacht. Auch Theresa hat ja auch das ganze Grand Prix-Programm mit ihm gelernt und gemacht. So, das ist schon schön, ja. Kann ich auch sagen, ich habe eine Geschichte mit ihm erlebt, als damals der Großvater Wahler verstarb, Eugen Wahler verstarb. Und ich begleitete mit einigen anderen eben den Sarg
vom Hof, der wurde von Pferden gezogen zum Friedhof hin. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber als der Leichenzug, der Sarg eben das Hoftor passiert hat, da hat Caprimond aus der Box gewehrt. Das war schon eine sehr emotionale Ja, da kommt man gleich Gänsehaut, wenn man sich das vorstellt. Ja, immer jetzt noch, wenn ich so daran denke, das war eine besondere Geschichte, die ich ja. mit ihm auch so erlebt habe, ja. Oh je, oh mein Gott, so eine Geschichte zum Ende. Oh, mein Herz geht auf. Ja, mal wieder filmreif auf jeden Fall. Aber auch eine tolle Folge, lange Folge, also tolle Gespräche, total klasse. Und die nächste lange Folge, können wir jetzt schon versprechen, kommt in 14 Tagen. Ja, ein Hengst, auf den wirklich lange gewartet wurde. Eine ganz besondere Folge. Ja, auch die Ikone unseres Podcast-Bildes sozusagen. Genau, der nicht fehlen darf. Und ursprünglich haben wir auch gesagt, wenn wir den haben, dann haben wir alles in unserer Serie erreicht und dann hören wir auf. Aber das tun wir natürlich nicht. Keine Angst, wir machen weiter. Aber es geht um Donnerhall. Ja. Ja, Wahnsinn. Und wir haben auch 2 Gespräche geführt. Natürlich haben wir gesprochen mit Karin Rehbein, seiner Reiterin. Er war, glaube ich, ihr Lebenspferd, ja, kann man so sagen. Und auch mit Volker Hagemeister. Volker Hagemeister hatte mit ihm ja jeden Tag zu tun auf der Deckstation, hat ihn erlebt im Alltag. Und das war auch ein Gespräch, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich gestehe, ich musste wirklich auch ein paar Mal kräftig schlucken und mit der Fassung ringen, als wir sprachen, ja. Ja, ich freue mich mega drauf. Das wird echt cool. Ja, dann bis dahin, bis in 2 Wochen, denkt an unser Gewinnspiel. Das läuft noch bis Ostermontag. Mehr dazu könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Und folgt natürlich uns, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns über jedes Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Genau, immer her damit. Genau, bis dann. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.